Moin und herzlich willkommen zu Federstehen und Tintenklecks. Ich bin Sebastian. Heute zeige ich euch mal 5 Hacks zu dem Platinum Preppy. Ein Umbauvideo hatten wir schon mal. Ich zeige euch noch ein bisschen mehr dazu und auch noch mal was zum Umbau. Gibt ja immer viel zu erzählen zum Preppy. Seid gespannt, wir sehen uns am Tisch. Ganz viel Spaß! Fünf Hacks für Preppy, Platinum Preppy. In jedem Preppy, wenn ihr euch den kauft, findet ihr schon eine Patrone. Das heißt, für den günstigen Preis habt ihr auch schon immer eine Platinum Patrone dabei. Je nachdem, welche Farbe ihr kauft, habt ihr auch eine entsprechende Tinte dazu. Also kauft ihr einen roten, habt ihr eine rote Patrone drin oder eine rote Tinte. Kauft ihr einen gelben, habt ihr eine gelbe Patrone drin, also gelbe Tinte drin. Blau und Schwarz unterscheiden sich nicht. Ihr habt eine Blue Black in Schwarz und in Blau drin. Aber wenn ihr euch mal anguckt, die Patronengröße ist auch entsprechend, also ihr habt eine doppelte Menge an Tinte. Deshalb gleich der erste Hack. Schreibt die Patrone leer, macht euch die sauber, wascht die schön aus und dann befüllt ihr das mit einer Spritze oder hier mit so einer Pipette aus dem Tintenglas in die frisch ausgewaschene Patrone rein und setzt die wieder in den Preppy. So, das war der erste Hack. Wer das nicht machen möchte oder wer die Patrone schon so weit runter verbraucht hat, dass die jetzt irgendwie bricht oder porös oder was auch immer wird, nicht mehr sauber geht oder wie auch immer, gibt es ja auch Adapter von Platinum, die kann man auch einsetzen. Die werden dann einfach hier hinten reingesetzt und dann kann man auch mit Tintenglas arbeiten. Das wollte ich euch aber gar nicht zeigen, sondern was viele nicht wissen, es gibt so eine Adapter. Die sind original von Platinum. Die kommen in so einem Tütchen. Adapter für europäischen Standard. Das ist das hier. Und dann seht ihr hier schon das Griffstück, also das hier. Da kommt hinten dieser Adapter reingeschoben und dann könnt ihr ganz normale Patronen verwenden. Und zwar diese hier, die wir ganz normal hier in Deutschland oder auch sonst wo als internationalen Standard bekommen. Den können wir auch hier hinten einfach, macht das mal, Adapterstück rein, Patrone dazu und ab geht die Post. Kann wieder zugeschraubt werden und dann könnt ihr mit eurem Preppy ganz normale Patronen schreiben. Was ihr nicht könnt, noch eine zweite Patrone hinten reinmachen. Das passt nicht mehr, aber das wäre eine gute Möglichkeit. Der Preis von Adapter, habe ich schon gesehen, der kostet ungefähr 10 Euro. Quatsch, der Konverter. So ein Adapter kostet 3. Also vom Preis her passt das. Spart man sich ein bisschen was. Oder man befüllt halt die Patronen. Das wird noch günstiger. Das war der zweite Hack. Was war noch? Dritter Hack. Wenn ihr den Füller umbauen wollt zum Eyedropper, dann habt ihr quasi den ganzen Schaft hier hinten als Tintenreservoir. Und ich habe euch hier oben das Video verlinkt, wie ich das mit einem Silikonfett mache, wie ich das Gewinde damit einschmiere und hier mit so einem Dichtungsring mir als zusätzliche Sicherheit nochmal den Schaft abdichte, damit nicht Tinte rausgelaufen kommt. Dann haben wir so ein kleines Tütchen mal bestellt, 9 mm mal 1 mm, so eine Dichtungsringe, die werden dann einfach nur mit dem Fingernagel hier oben hochgeschoben, bis es vorne an diesem Anschlag ist. Also ihr könnt gar nicht weiter drehen hier. Da ist so eine Kunststoffanschlag quasi, seht ihr das? Ja. Und jetzt kann man quasi hier, ich mache es nochmal schnell, ein bisschen Silikonfett drauf geben. Muss nicht viel sein. Auch wenn es zu viel war, ist nicht schlimm. Das Silikonfett ist für Lebensmittel geeignet. Kann man ganz normal verschmieren. So, nicht so doll aufdrücken, dass auch schön was im Gewinde drin ist. Natürlich sollte man dann auch ein Tuch dabei haben. So. Und dann einfach halt kann man dann sich ein Tintenglas nehmen. Schmatzt noch. Und kann dann hier mit einer Pipette oder mit einer Spritze hinten den Schaft mit Tinte befüllen.
So. Und das Griffstück dann natürlich so rum wieder raufschrauben. Also nicht umkippen, sonst habt ihr die Tinte dann auf dem Tisch. Festschrauben. Und jetzt kommt der spannende Moment. Hier im Gewinde ist keine Tinte. Ihr seht, das Silikonfett dichtet das ab. Ja, es kann sein, dass hier mal ein bisschen was reinläuft, aber durch den ganzen Gewindestrang geht nichts durch. Und dann könnt ihr damit ganz normal schreiben. Und meistens schreiben die auch besser, wenn die als Eyedropper umgebaut sind, als normal mit Tinte befüllt. Das war mein dritter Tipp. Dann hat mir ein Zuschauer geschrieben, dass er das Ganze mit so einem Teflonband macht aus dem Sanitärbereich. Das ist so ein dünnes Flatterband hier von, wie viel waren das hier? 0,1 mm Dicke. Da sind 12 Meter drauf und das ist 12 mm breit. Da reißt euch ein kurzes Stück ab. Ich habe schon mal was abgerissen. So viel ungefähr, dass ihr ungefähr 4 bis 5 Mal rumkommt mit diesem Band. Und das, ups, zeige ich euch hier mal. So, na komm her. Legt ihr euch hier so rauf. Das passt nämlich genau auf das Gewindestück. Diese 12 mm passen genau auf. So, ein bisschen andrücken, ein bisschen festhalten. Das schmiegt sich schön in das Gewinde rein. Und dann mit leichtem Zug, also wirklich ganz leichten Zug, einfach immer hier rumwickeln. Das habe ich hier gerade wieder abgehoben. So. Mit leichtem Zug könnt ihr euch das hier so raufwickeln. Ich habe hier vorne zur Sicherheit auch nochmal so einen Dichtungsring dran. Einfach nur für den inneren Monk. So. Liegt schön in den Gewindegängen hier drin. Und dann könnt ihr jetzt hier einfach den Schaft hier hinten wieder rauf schrauben. Dann reibt sich das Gewinde schön in die Gewindegänge rein oder schiebt sich rein. Und es wird schwerer, je weiter ihr vorne zudreht. Und jetzt sind wir quasi vorne dran. Und der wäre jetzt auch fertig. Ich kann euch das mal zeigen. Ich schraube wieder auf. Wir haben hier ein bisschen Material vom Teflonband haben wir mit abgedreht hier. Das ist jetzt alles hier vorne drin. Deswegen, das kann man nicht nochmal machen. Aber wäre eine Möglichkeit. So. Also müsst ihr euch das Band, und 12 Meter halten ewig. Also das hat, ich glaube, 4 Euro gekostet. Hält ewig. Also jedes Mal müsst ihr es erneuern. Beim Silikonfett, ja, würde ich zwar auch jedes Mal neu machen, einfach nur zur Sicherheit. Was ich noch gesehen habe, als ich danach geguckt hatte, war so ein Loctite 55, so ein Faden. Und da habe ich gesehen, okay, der ist schon mit Silikonfett beschichtet. Den kaufe ich auch mal. Kostet allerdings 10 Euro. Da sind dann drauf, was waren da drauf? 50 Meter. Und da dachte ich, uiuiui, das ist ganz schön viel. Aber wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen, dann brauchen wir auch nicht allzu viel. Und wenn das schon mit Silikonfett eingeschmiert ist oder behandelt ist, dann brauchen wir auch nicht allzu viel, weil dann kriegen wir auch das Gewinde gar nicht mehr zugeschraubt. Nun komm her. Er will nicht. Sage mal. Hier geblieben. So. Gleiches Verfahren. Jetzt habe ich es aber gleich. So. Einfach zuschrauben. Geht sehr schwer, weil sich das Band, jetzt seht ihr, ne, das legt sich richtig breit in dieses Gewinde rein. Und
bis zum Schluss. Und jetzt seht ihr schön, ähnlich wie beim Band, hat sich jetzt der Faden, diese Kordel, auch hier in die Gewindestränge reingelegt. Gut, hier guckt jetzt noch was raus, da kann man abschneiden. Und dann seht ihr, dass diese Kordel ganz feines, faseriges Band ist. Und dann könnt ihr natürlich auch ganz einfach euren Füller befüllen damit und dann kommt auch keine Tinte durch. Das habe ich jetzt vergessen. Mal gucken, ich glaube der Faden, den kann man glaube ich öfter benutzen als dieses Teflonband. Lege ich mal schnell zur Seite, dann mache ich euch mal Tinte rein, dann kann ich euch das zeigen. So, na, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Machen wir ruhig ein bisschen mehr rein. So, soll sich auch lohnen. Und dann zuschrauben. Na, jetzt ist die Kordel schon mehr in den im Gewinde drin. Jetzt geht es einfacher. Und ihr hört auch schon, geht ziemlich schwer. So, Tinte ist drin und Härtetest. Und ich lasse mal so kurz mal über Kopf stehen, damit ihr mir das auch glaubt. Ja, hier seht ihr, der Faden färbt sich jetzt ein, ganz klein wenig, aber es passiert nichts. Ihr könnt quasi dann auch mit so einer Teflonkordel, mit diesem Loctite-Band auch ganz normal arbeiten. Dadurch, dass es auch mit Silikonöl schon oder Silikonfett schon eingearbeitet ist, habt ihr den gleichen Effekt wie quasi mit dem Silikonfett selber. Das war Hack Nummer 4. So, einige stören dann hier auch die Beschriftung. Das ist jetzt mein 5. Tipp, mein 5. Hack, ne? Nummer 5. Beschriftung. Ne? Preppy möchte da jemand nicht draufstehen haben oder die Federstärke oder hier dieser ERN-Code, der soll weg. Und das macht man ganz einfach mit Nagellackentferner. Acetonfreier Nagellackentferner, den könnt ihr nehmen. Dazu nehme ich immer noch so ein Wattepad, das macht sich eigentlich ganz gut. Ne? Die kennt ihr aus dem Drogeriemarkt auch bestimmt. Und dann ein bisschen was drauf. Also nicht zu wenig in dem Fall, es muss schon ein bisschen feuchter sein. Und dann nehme ich mal hier den blauen, da mache ich den ERN-Code weg. Ein bisschen rubbeln hier. Ein bisschen Druck geben. Und dann löst sich der Aufkleber, dieser Aufdruck, löst sich dann schon ganz von alleine ab. Also man braucht nicht wirklich viel Kraft, aber ein bisschen Druck schon. So, was ich dann gerne noch mache, weil ich dann Angst habe, dass der Füller blind wird, dann nehme ich immer noch so ein bisschen Wasser. So. Und wische das nochmal nach. So. Und dann einfach trocken. So. Und schwupp ist der ERN-Code weg. Ne, und dann könnt ihr euch hier auch Preppy wegmachen oder Fountain Pen Made in Japan. Japan, oh Gott, verzeiht mir. Oder ihr lasst euch nur das 0,5 hier vorne stehen oder ihr macht alles weg. Dann habt ihr hier quasi wie so einen blanken Füller wie der hier, ne, wo gar nichts mehr drauf steht. Weil vorne auf der Kappe steht es ja drauf, welche Federstärke ihr habt. Ne, also das kann theoretisch hier alles ab. Habt ihr quasi komplette Sicht auf das Tintenreservoir und könnt dann mitarbeiten, weil viele stört der Aufdruck. Kann ich verstehen. Ich habe es auch gemacht und funktioniert super. Ne, bei solchen Füllern, diese Sonderserien, die limitierten oder was auch immer, diese Marquis gemachten, da würde ich es natürlich nicht machen. Da geht es genauso mit dem Nagellackentferner, aber hier sieht es doch schon schön aus. Ne? Aber das hier, das kann ruhig ab. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit meinen 5 Tipps. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wenn ihr noch weitere Kommentare habt oder weitere Informationen, schreibt sie ruhig rein unter das Video. Wir sehen uns am nächsten Montag. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben drückt und den Kanal abonniert. Wir drücken uns. Ich drücke euch.
und wir sehen uns nächsten Montag. Bis dahin. Tschüss.